Und fertig mit Schminken? Du kannst mich doch nicht filmen, wenn ich nur eine Wimper hier gerade aufgeklebt habe. Doch, ich kann sogar ranzoomen. Nein, um Gottes Willen. Tu das den Leuten nicht an. Zoom ich so lange auf den Hund. Ja, was ist? Dann machen wir heute einen Vlog mit Chopper. Der hat bestimmt viel zu erzählen. Mhm. Chopper, was kannst du uns erzählen? Warum gab es eigentlich jetzt so lange keine Vlogs mehr oder Videos? So lange war das doch gar nicht. Weil ich die letzten 2 Wochen damit verbracht habe, mich zu schminken. Weiß ich nicht. Januar ist so ein toter Monat irgendwie. Januar passiert nicht viel, ne? Ja, also das Gute ist, ich konnte jetzt im Januar wirklich ein paar Aufträge noch bearbeiten. Also ich mache ja auch so ein paar Content-Videos für andere Unternehmen unter anderem. Und ja, da hatte ich jetzt im Januar Gott sei Dank Zeit zu. Also da sitzt man ja auch immer noch ein bisschen dran. Hey, ich habe gesagt, ich mache niemals Schminkvideos. Jetzt ist es beim Schminken. Ich sehe bestimmt auf dem Kopf gerade aus wie ein Vogelnest. Außerdem, guck mal, wie ich angezogen bin hier. Das ganze Bild ist total grau. Was machen wir denn heute? Erzähl mal lieber. Jetzt fahren wir gleich erstmal nach Köln. Was machen wir in Köln? Da hole ich meine neue Kamera. Kriegst du eine neue Kamera? Was denn für eine feine? Ich habe die Sony Alpha 7R2 und ich will die S2. Die Kamera habe ich schon etwas länger hier und als ich mir die damals gekauft habe, war die eher für Fotos gedacht. Aber die S2 ist eher für Videos und da wir ja mehr Videos mittlerweile machen und die Lowlight-Performance da besser ist, also bei schlechten Lichtverhältnissen kann die besser filmen und da wir im Auto sitzen, hat man da halt schon häufiger schlechte Lichtverhältnisse, bräuchte ich halt die eher. Und da kann man auch coolere Zeitlupenaufnahmen Wieso machen. filmst du nicht dich, wenn du erzählst? Ich glaube, das ist so ein bisschen blöd für die Leute, wenn die mich jetzt hier die ganze Zeit beim Schminken sehen. Ja, ich brauche ein anderes Objektiv. Mich kann man ja hier so gar nicht erkennen. Da gibt es so eine ganz einfache Funktion, die nennt sich einfach umdrehen, dann geht das. Ja, die hat die Kamera auch noch nicht. Diese Funktion gibt es dann auch nur bei der neuen Kamera. Ja, und dann fahren wir gleich erstmal dahin. Ja, die holst du jetzt extra aus Köln ab. Ja, genau. Ja, und dann testen wir mal ein bisschen, ne? Ja. Ich bin ja gespannt, weil die soll ja die Zeitlupenaufnahme, hast du gesagt, ne? Soll die nochmal langsamer schaffen können als die jetzige. Und ich liebe ja Zeitlupenaufnahmen. Ich finde, in Zeitlupe kann man alles so episch darstellen. Ja, die aktuelle schafft nur 120 Frames pro Sekunde bei 720 Pixeln und die gleiche Anzahl an Frames pro Sekunde schafft die neue bei Full HD, also bei 1080. Erzähl mir mehr, während ich mir Blush auftrage. Ja, und da wir sowieso alles in 4K filmen, ist das nicht so ein hoher Qualitätsverlust danach. So, ja, fertig? Ja, dann los. Jetzt muss ich nur noch mein Vogelnest hier irgendwie gebändigt bekommen und dann, fahren wir los. Okay. Und schon sind wir im Auto. Ja. So schnell geht das, Zauberei. Jo, jetzt geht's ab nach Köln. Köln! Ist dir mal aufgefallen, dass der GTI extrem lange braucht, um warm zu werden? Ja. Also der Porsche wäre hier schon warm und der ist jetzt hier nicht mal auf 50 Grad Temperatur. Wenn er erst bei 50 Grad ist, dann fängt er an, hier was anzuzeigen. Vorher gar nicht. Aber der braucht halt lange. Meistens ist er erst dann warm, wenn ich schon am Ziel bin. Ich drück mal hier so ganz riskant auf Sport. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Öl ist jetzt warm. Öl ist jetzt warm. Ja, Montag geht's nach Ingolstadt. Was wir da machen, ist noch geheim. Top Secrets. Und ja, da können wir ja am Montag oder Dienstagabend das nächste Video hochladen. Da kann man doch schon ein bisschen mehr drüber sagen. ja, wenn wir das schaffen. Ich bezweifle, dass wir das schaffen. Weil ich habe ja Dienstag Geburtstag. Ich wollte ja so ein bisschen reinfeiern dann. Vom Montag auf Dienstag in Ingolstadt. Ich dachte mir, wir setzen uns dann irgendwo da so im Hotel an eine Bar oder vielleicht irgendwo in Ingolstadt. Ich weiß nicht, was gibt's in Ingolstadt? Ja, ich weiß nicht, da gibt's nur Audi. Ich glaube, die halbe Stadt lebt von Audi da. Ja, auf jeden Fall nehmen wir euch dann mit nach Audi. Ja. Ein paar Sachen dürfen wir euch zeigen, ein paar Sachen Dürfen wir euch erst in einem dürfen wir Monat euch zeigen. erst Ende Februar zeigen. Ja. Und es geht, ja, wie gesagt, um ein Auto, was es noch nicht gibt. Was es so noch nicht gibt.
Ja, Jetzt so. hör auf! Mehr dürfen wir da auch noch nicht zu sagen. Also wir haben auch Echt? Was? Es geht um ein Auto? Ja. Wahnsinn. von Erzähl mir mehr. Audi Von Audi auch aus noch. Ingolstadt. In Ingolstadt. Wahnsinn. Ja, das wird bestimmt spannend. Ja, super spannend. Okay, lass jetzt mal das Thema wechseln, weil, weißt du, kennst du die Leute, die einen so sagen, so, ich weiß, was voll interessant ist, aber ich darf es dir eigentlich nicht erzählen, weißt du? Und dann erzählst du es nicht und du denkst dir nur so, boah, warum machst du mich dann so heiß auf dieses Thema? Genau so einer bist du gerade. Ja, ihr könnt ja mal kommentieren, wenn ihr erahnen könnt, worum es vielleicht geht. Also wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich nicht mehr Montag, weil wir müssen ja auch noch ein bisschen schneiden. Das können wir ja auch im Auto machen, auf der Rückfahrt. Voll dunkel hier. Das haben wir beim letzten Video auch gemacht, beim A7. Wir sind ja... Ach nee, wir haben es noch Im vor Hotel haben wir es noch wir haben es noch geschnitten. vor der Präsentation fertig geschnitten. Als Ja. die Pressesperre fiel, haben wir es direkt hochgeladen. Und wir übersetzen ja alles auf Englisch. Das haben wir dann nicht geschafft. Das haben wir dann am nächsten Morgen im Auto Oh, gemacht. und wir hatten total die Probleme mit dem Internet. Wie war das? Ah nee, Adobe ist, glaube ich, abgestürzt. ja, Da ging eine Stunde, ging bei mir das Adobe irgendwie nicht mehr. Und ich war schon kurz vor Ende. Und wir haben ja, also wenn man neue Autos präsentiert bekommt, dann hat man ja eine Sperre. Man darf halt bis zu dem und dem Zeitpunkt nichts hochladen. Aber man möchte halt möglichst gerne, wenn man ein neues Auto halt filmt, mit einer der ersten sein, die das dann auch hochladen, wenn die Sperre dann vorbei ist. Ja, und wir dachten uns so, hey, wir schneiden jetzt hier den ganzen Tag durch. Wir waren fix und fertig, wir hatten schon voll die Kopfschmerzen, aber wir haben uns so rangehalten. Und am Ende, so kurz vor Ende, stürzt mir alles ab und ich konnte irgendwie eine Stunde lang echt nichts machen. Und dann ja, konnte ich es halt erst irgendwie 1 oder 2 Stunden später hochladen. Das war schon ganz schön ärgerlich dann. Ja, ich glaube, ich muss mir mal ein bisschen ranhalten, wir kommen sonst wieder zu spät, ne? Jetzt haben wir 20 vor. Ja, um 2 müssen wir da sein. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ja, aber wird Viertel nach dann. Jo. Dann los. Ich komme mir immer voll komisch vor, wenn ich so auf einer öffentlichen Straße gefilmt werde. Ja, vor allem die Kamera ist Die jetzt auch nicht Leute gerade denken- unauffällig. Die Leute denken dann immer so, oh mein Gott, wer ist das? Muss man die kennen? Weißt du noch damals, wo wir unser allererstes Video gedreht haben, auf dem Genfer Autosalon von vor 2 Jahren? Da kannte uns noch niemand. Und da kamen ständig Leute an und meinten so, ey, darf ich ein Foto mit dir machen? Und die ganzen Autohersteller haben uns so alle reingerufen, auf die ganzen Stände zu gehen, wo man als Normalo eigentlich gar nicht dann drauf darf. Wir waren ja auch nicht zu den Pressetagen da. Ja, stimmt. Einfach nur, weil wir mit so einer dämlichen Kamera rumgelaufen Einfach nur, weil wir wichtig aussahen. Wir sahen einfach nur wichtig aus. Kein Schwein kannte uns. Aber die Leute, die jetzt die zu dem Zeitpunkt noch ein Foto mit mir gemacht haben, vielleicht, wer weiß, in 5 Jahren so, denken die sich, boah, damals. Ich war einer der ersten 100 Genau. Abonnenten. Ja. Ja, damals hatten wir sogar auch noch was mit Apollo zu tun gehabt, ne? Ganz am Anfang. Ja, stimmt, da waren wir auch Und noch auf dem Apollo-Stand. Dann wurde das Projekt von dem, wie heißt der denn immer? Einfach Apollo, ne? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Wurde eingestampft und jetzt gibt's den wieder. Ich finde den richtig cool. Ich weiß auch nicht mehr, dieses Concept-Car, ne? Apollo. Ja, jetzt fällt es mir auch nicht mehr ein. Ja, da ist dein Laden. Ab rein. Oh mein Gott, ich filme gerade zum ersten Mal mit so einer riesen Kamera. Wie schaffst du die zu halten? Die ist so schwer. Training. Und wie fühlst du dich jetzt? Gut. Ich habe damit ja nichts am Hut. Ich kenne mich ja nicht so wirklich aus mit Kamerakram und so weiter. Deswegen macht das alles eher hier. Ich frage mich, wie machen das diese ganzen Blogger, die echt mit so riesen Kameras wie ich gerade hier sich immer selber filmen. Das ist sau schwer. Wie viel wiegt so eine Kamera eigentlich? Also Objektiv ist schwerer. Ja, was wiegt das jetzt so zusammen? Also ich schätze mal so 2-3 Kilo. Könnte sein. Was sagen Sie? Diese Kombi? Ja, diese hier, das ist das G-Master. Ach so, ja, aber mehr als 2 Kilo nicht. Ja, aber 2 Kilo so auf einen Arm als Frau mit wenig Muskeln. Ja, bei dir. Wollen Sie das jetzt hier draufsetzen, ne? Genau, ja. Ja. Was kann die denn jetzt Neues? Die hat eine bessere Lowlight-Performance. Da wir öfters im Auto filmen, Du musst das für die Laien erklären. Was Ja, heißt, das ist- was heißt Lowlight Performance? ja, bei ich weiß das schlechten Lichtverhältnissen hast du da ein besseres Bild. nicht. Okay. Weil man da weniger Megapixel hat und die nehmen mehr Licht auf als viele Megapixel. Auf dem Aha. gleichen Sensorformat. Oh Gott, ey, ich halte die Kamera keine Minute und ich kann die jetzt schon nicht mehr halten. So, dann mach ich mal, oder halt du die mal so lange. Wenn wir auf der Messe unterwegs sind, dann habe ich auch echt Muskelkater abends. Was ist das? Damit kann man die Kamera irgendwo hinstellen. Aber ich Aber das hätte gerne so einen großen Stab. So. ja, da.
Sowas in der Art, sowas hole ich mir auch. Ich brauche das nämlich auch Nee. Kennst du nicht diese... Ja, doch, da. Dieses da mit diesen 3 Füßen da hinten. Ja, genau. Oh mein Gott, die Kamera ist so schwer. Zeig mal. Ja, das ist ja Die quasi, ist ja die gleiche, die du gerade filmst. Die ist ja Und du hast dran. ja jetzt ein anderes Objektiv dann da drauf, ne? Ja, aber ich würde dann auch das nehmen. Oh Das, Gott. was ich jetzt dazu kaufe, ist eigentlich... Also man muss schon echt fit sein als Kameramann. Deswegen filme ich mich selber immer mit einer GoPro. Deswegen komme ich nie mit ins Fitnessstudio. So, hier kann ich meinen Arm abstützen. Ja. Brauchst du noch Batterien, bis wir schon mal hier sind? Och nee, nicht unbedingt. Die können wir woanders noch holen. Du musst mal ein bisschen glücklicher aussehen. Was muss ich? Glücklicher aussehen. Yes, sowas brauchen wir. Das wäre für die Gewichtsklasse. Ja, also ich brauche es auch eher, um die Kamera selber so zu halten, um es halt noch zusammen ruhiger zu haben. Kann man zusammen Ich machen? will es Ja, auch gar nicht oder- unbedingt irgendwo hinstellen. Achso, ja, oder? Obwohl, das reicht eigentlich von der Länge, oder? Nee, das ist zu kurz. Das ging ja auch. Ich würde das nehmen. Zum Halten. Also ich finde die Dinger optimal, weil man kann das, Das kann man jetzt so das Geländer ist schön und lang sowas drum machen. und man kann das halt echt überall hinstellen und halten und so. Ja, Ich würde das nehmen. mit Kugelkopf. Oder das wird auch immer gerne. Also so einfach nur die Kamera zu haben. Nee. Das ist auch viel nicht praktischer, weil damit kann man die Kamera noch hinstellen. Ja, klappst du einfach unten auf. Ach so, genau, ja. ist auch ein Kugelkopf dann mit dabei. Ne? Achso, okay. Ja, das ging aber auch hier. Nein, ich will das andere. Ich will das. Jetzt geht's Ich wieder bin schon zurück. gespannt auf deine neue Kamera. Ja, bin ich. Ich fahre jetzt einfach mal irgendwo lang. Ja, fahren wir irgendwo lang. Boah, ich habe keine Ahnung, ob das hier überhaupt eine Straße zum mit Autofahren ist. Ja doch, der führt uns hierher. Ja, aber was das Navi sagt, muss ja nicht immer stimmen, ne? Obwohl doch, das ist eine Straße. Oder? Ja, Da vorne ist ein Fußgängerzonenschild. nein, da fährst du aber links davor. Ah, okay. Genau, hier musst du links. Und macht das Spaß, hier in der Stadt zu fahren? Nö, Rechts ist frei. wenn du schon so fragst, nö. Oh, ist ja schon wieder dunkel, ey. Ja. Teste doch mal deine neue Kamera jetzt. Die ist doch so super im Dunkeln. Ja, Los, bist du jetzt glücklich? jetzt bin ich glücklich. Jetzt kannst du wieder schlafen, ne? Ja. Du hast ja schon dicke Augenringe, weil du 3 Wochen nicht geschlafen hast. Wegen der Kamera. Weil du so aufgeregt warst. Ja. Ja, und der Streifen bei dir im Gesicht ist übrigens die Spiegelung vom Rückspiegel. Streifen? Welcher Streifen? In deine Augen. Oh mein Gott. Was macht ihr da? Kämpfen. Ja, sind wir wieder zu Hause, wa? Sind wir wieder zu Hause? So schnell geht das. Ja. Und jetzt gleich erstmal meine Sachen richtig auspacken. Oh Mann, ich weiß jetzt schon, wir haben jetzt Wochenende und ich werde meinen Freund das ganze Wochenende nicht sehen, weil der nur mit seiner Kamera beschäftigt sein wird. Ja. Nämlich hier alles voll. Oh Gott. Zeig doch mal. Wo ist eigentlich meine Schokolade, die hier lag? Hier lag keine Schokolade. Ich hab die nicht. Ist klar. Guck mal, das finde ich echt cool hier, das Ding. Soll ich mal Lichter machen? Boah, wie ungemütlich. Das habe ich mir ja jetzt mal hier ausgesucht, das Teil. Und das Gute ist, die Kamera kann man jetzt hier so draufschrauben. Also, die kommt dann hier so drauf irgendwie. So. So. Und dann kann man sich halt selber so filmen. Weil man halt noch einen längeren Arm hat. Und das ist auch stabiler. Es ist wesentlich stabiler, Vor allen Dingen, ja. wenn man im Auto die Kamera hält, dann kann man die noch so abstützen auf sich. Und dann hat das weniger Verwacklungen in sich, das ganze System. Wir können ja mal ein Video machen über unser komplettes Kamera-Equipment, falls das jemanden interessiert. Das ist Ja, ein how bisschen- to YouTube. Ja, genau. Das kannst du ja dann machen, weil ich kenne mich mit dem ganzen Kram hier eh nicht aus. Außer mit diesem kleinen Gerät hier. Das ist mein Lieblingsteil momentan, die GoPro 6. Die haben wir uns ja jetzt vor kurzem neu geholt. Und ich muss sagen, die stabilisiert sehr gut. Also wir haben ja vorher die GoPro 4 gehabt, ne? Ja, 2 Stück davon. Die GoPro 5 haben wir übersprungen und die GoPro 6, muss ich sagen, da kann ich jetzt einfach so filmen und das Bild sieht halt so gut wie immer stabil aus, weil bei den anderen GoPros war das oft so, da haben ja auch viele von euch gemeckert, wenn das Bild immer so shaky war, weil ich dann halt eben
schneid das raus. Weil ich dann halt eben meinen Gimbal nicht dabei hatte. Ich habe ja auch so einen Gimbal. Wie heißt das überhaupt? Keine Ahnung. Wo ist das Teil Gumball. überhaupt? Ich habe das schon Ewigkeiten. Du filmst ja jetzt gerade mit der neuen Kamera, Ja, ne? genau. Das ist jetzt hier die alte und da gucken wir mal jetzt, wie das so wird. Bin mal gespannt auf die Zeitlupenaufnahmen. Die müssen wir demnächst auch mal ausprobieren. Die sind auf jeden Fall besser, ja. Ja. Gut, wollen wir Schluss machen für heute? Ich bin müde. Nächstes Mal sehen wir uns bei Audi, Ingolstadt. Nächstes Mal sind wir in Ingolstadt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hier, abonnieren nicht vergessen. Ciao.